möchte Ihnen meine 3 wichtigsten Tipps aus meiner Kundenberatung mit an die Hand geben, womit auch Sie sich sicherlich viel Zeit, Geld und Ärger einsparen können. Hier ist mein Tipp Nummer 1, Prüfung der Machbarkeit. Ja, ist es generell möglich, eine Fassade zu reinigen oder eher nicht? Und in den meisten Fällen lassen wir uns erstmal Bilder zukommen lassen von unseren Kunden. Und da habe ich immer ein Beispiel für Sie. Dieses Bild habe ich bekommen von einem meiner Kunden aus dem Ruhrgebiet. Das ist ein Krankenhaus. Und dieses Krankenhaus hat eine Fassadenverkleidung aus Klinkerriemchen. Und diese Klinkerriemchen haben über die letzten 40 Jahre extrem viel Staub, Fett, Kohle, Ruß, Partikel aufgenommen. Und diese Verschmutzung haben sich sehr stark in den Stein eingebrannt. Und ja, nach erster Sichtung dieser Bilder konnte ich schon mal sagen, okay, ich bin mir schon sicher, dass wir den Stein sauber kriegen, aber in der E-Mail von dem Eigentümer stand halt auch mit drin, dass einige Fugenteile schadhaft sind und schlichtweg auch schon einfach fehlen, gerade im oberen Bereich der Fassade. Gut, also haben wir uns die Fassade mal vor Ort angeschaut und jetzt kommt mein Tipp Nummer 2, Anlegen einer Probefläche. Und das ist sehr, sehr wichtig und eine Probefläche sollte an jeder Fassade, die gereinigt wird, auf jeden Fall angelegt werden, weil wir können nicht durch den Dreck durchgucken. Wie sieht denn der Untergrund unter dem Dreck aus? Sind da schon noch mehr schadhafte Stellen an der Fassade? Und das haben wir hier auch gemacht. Wir haben eine Probefläche angelegt und die ist sehr, sehr gut geworden. Das Reinigungsergebnis ist wirklich top und der Stein darunter ist auch noch in Ordnung, sodass wir hier auf jeden Fall eine Fassadenreinigung durchführen können. Mein Tipp Nummer 3, Beratung rund um die Fassadenreinigung. Diese Fassade hier im Ruhrgebiet sollte eigentlich gedämmt werden, oder zumindest waren die Überlegungen da, diese Fassade zu dämmen. Die Argumente, die dagegen sprachen, waren natürlich einmal die hohen Kosten und zum anderen rechnet sich die Heizkosten, weil gerade in Krankenhäusern natürlich auch extrem viel gelüftet wird, damit die verbrauchte Luft aus den Patientenzimmern ganz einfach rausbefördert werden kann. Und da haben wir jetzt gemeinsam mal überlegt, was wir dem Kunden anbieten können. Zunächst mal hatten wir da die schadhaften Stellen am Fugenmaterial. Reinigungsergebnis ist top, okay, das spricht dafür. Und was noch dagegen spricht, sind natürlich die Betonelemente am Haus. Hier sieht man es auf dem Bild ganz gut. Und diese Betonelemente sind seinerzeit auch gestrichen worden und die Farbe ist extrem vom Regen ausgewaschen. Und hier müsste eigentlich auch was gemacht werden. Okay, dann haben wir uns erstmal zurückgezogen und haben überlegt, was können wir für ein Komplettkonzept unserem Kunden präsentieren. Und wir haben uns also in der Firma an einen Tisch gesetzt und haben einfach mal überlegt, was für Möglichkeiten haben wir denn. Dann haben wir ein Konzept entwickelt. Wir haben gesagt, okay, auch wenn wir normal ohne Gerüst arbeiten, in diesem Fall würden wir die ganze Fassadenfläche einmal einrüsten lassen, sodass wir zunächst mal die Fassadenreinigung machen können. Wir können die losen Teile am Fugenmaterial können wir einfach rausspülen, sodass wir da auch, dass da eigentlich einfach offensichtlicher wird, welche Stellen ausgebessert werden müssen. Dann haben wir einen Bauunternehmer besorgt, der die ganzen Fugen ausbessern kann. Und zum Schluss haben wir noch einen Maler mit ins Boot genommen, der diese Betonelemente einmal neu streichen kann, sodass wir der Fassade eine kleine neue Optik geben. Und ja, wir sparen dem Kunden natürlich dadurch sehr, sehr viel Zeit, Geld natürlich auch, weil eine Fassadendämmung ist natürlich extrem teuer. Und wir kümmern uns um die ganzen Handwerker. Wir haben also ein Komplettkonzept erstellt und sind damit dann zu unserem Kunden hingegangen, haben ihm das präsentiert. Und das meine ich ganz einfach damit, Beratung rund um die Fassadenreinigung. Wir möchten nicht nur unsere Fassadenstellen sauber machen, sondern wir gucken da ganz einfach über den Tellerrand drüber und möchten einfach hier eine gute, faire Beratung machen. Und ja, das waren meine 3 Tipps für Sie aus der Kundenberatung und ich würde mich natürlich über Ihre Anfrage freuen.